Ja, schönen guten Morgen, liebe Universität Bremen. Wir sind sehr froh, hier heute zu sein und über die Mars-Perspektive zu berichten. Und ich werde damit anfangen und ich werde das aus einer persönlichen Perspektive. Dafür habe ich dieses Buch hier gebracht. Das ist Unser Kosmos, eine Reise durch das Weltall von Carl Sagan. Dieses Buch hat mich in der Kindheit sehr geprägt. Eigentlich komme ich auf ein Nicht-Akademiker-Haus und da gab es sehr wenige Bücher. Das war eine der Bücher, die da war. Hauptsächlich hatten wir so Magazine über Motorräder und Musik von meinem Vater. Und in meiner Kindheit habe ich im Bauernhof von meinen Großeltern sehr viel verbracht. Aber das Buch hier hat mich sehr fasziniert. Und es hat ganz tolle Geschichten, ist jetzt von Jahr 1980, ein Jahr von meiner Geburt. Aber immer noch kann man es lesen. Ich habe das auf Spanisch gelesen, nicht auf Deutsch. Also das habe ich jetzt für 3 € online gekauft, damit ich es zeigen kann. Das spanische Manuskript wäre in Spanien, jetzt bei meinem Vater. Ja, und das hat mich fasziniert, vieles über den Weltraum. Zum Beispiel als Kind schon in der Grundschule, dass wenn man in die Sterne guckt, man guckt in die Vergangenheit, weil manche Sterne leben gar nicht mehr, aber das Licht uns noch erreicht. Und dann gibt es ein ganz schönes Kapitel, das mich sehr fasziniert hat. Das war eine Zeit in Spanien in den 80er, wo ich vor meiner Haustür noch ab und zu... Oh, danke Kirsten. Wir sind ein gutes Team, wie Sie sehen. Wo die anderen nicht kommen, kommen die anderen, genau. Ja, hat mich sehr fasziniert, weil in der Zeit in Spanien noch ab und zu vor meiner Haustür hat man so ein Muli, ein Esel mit dem Wagen, mit dem Bauer, der zurück nach Hause kam. Und gleichzeitig lese ich dieses Buch und lerne ich, okay, schon vor 10 Jahren gab es Roboter auf dem Mars, auf einem anderen Planet. Und das fand ich, muss ich sagen, ziemlich verrückt. Und wenn wir uns das jetzt angucken, dann dieses Buch war die Motivation für mich auch mehr Naturwissenschaften was zu machen im Gymnasium und dann habe ich Mathematik studiert und dann machen wir einen Fast Forward und bin ich hier jetzt vor 10 Jahren fast an der Weser gelandet, um das CERN zu leiten und dann habe ich nach 30 Jahren der Mars wieder aufgegriffen, habe ich Christiane Heinecke angerufen und gefragt, würdest du nach Bremen kommen, um zu denken, wie man auf dem Mars nicht mit Robotern sich tobt, sondern wie man als Mensch dann auf dem Mars leben kann. Und wenn Sie hier sehen, das sind Fotos aus der Erde, hier und dann Mars. Wenn Sie auf dem Mars sind und leben wollen, das wird richtig schwierig. Es ist wie eine Wüste. Ja, Steine, Sand, ein bisschen Wasser in Form von Eis. Die haben auch die Sonnenenergie. Also das ist vielleicht eine schöne Umgebung, aber keine gute Umgebung zum Leben. Und es gibt die Schwierigkeit, wenn Sie was brauchen, egal ob es Essen gibt oder Sie müssen einen Roboter reparieren, dann haben Sie 2 Optionen. Entweder haben Sie alles mit sich mitgebracht, was nicht möglich ist, oder Sie versuchen es vor Ort herzustellen. Ja? Und wenn wir jetzt denken, wie kann ich verdammt auf dem Mars etwas herstellen? Ich habe nur Sand, Steine, eine Kohlendioxidatmosphäre, ein bisschen Sonne und Eis. Also alles ist super knapp. Und wie man diese Frage antworten kann, sagt Kirsten Tracht. Ja, die Geschichte war nämlich, dass Mark unbedingt auf den Mars wollte und dann gefragt hat, willst du mitdenken? Und ich als erstes gefragt habe, was soll ich auf dem Mars? Ich bin ein Erdproduktionsmensch. Und genau an der Stelle, wir müssen alles mitnehmen oder wir bauen es da, war die Frage, Moment, das ist ja genau das, was wir auf der Erde eigentlich auch denken, nur halt mit ganz anderen Ressourcenverfügbarkeiten. Und ich habe mitgebracht 2 Objekte, die Studierende von mir auch kennen, weil sie unter Corona-Zeiten unsere Übungsobjekte waren für alle möglichen Produktionsthemen. Aber ich möchte zurückgehen in unser aller Kindheit und ich glaube, wir haben alle Lego gebaut. Und zwischendurch sind Teile verloren gegangen. Und in der Regel die blöden Sonderteile. Und in dem Moment haben wir angefangen zu improvisieren und haben versucht zu überlegen, von den Steinen, die wir da jetzt haben, also mal von den Teilen, die alle weg waren, weil sie sich zwischen 1000 anderen versteckt hatten. Das kennen wir ja auch alle. Aber wir haben dann überlegt, mit welchen anderen Teilen, mit welchen anderen Farben, mit welchen anderen Geometrien können wir uns annähern. Und das war ist das die Inspiration für uns auf dem Mars, umzugehen mit Ressourcenknappheit. Hier, menschliche Knappheit, ich muss alles alleine bauen. Ich darf alles alleine bauen, okay, aber nee, ich muss alles alleine bauen. Ich habe nur das, was ich hier gerade finde. Und das ist nicht unbedingt das, was ich idealerweise hätte. Und wir reden über enough to use. Wir wollen Produkte bauen, die genau gerade das können, was wir brauchen. Die sind dann vielleicht aber nicht mehr so schick.
Wir müssen überlegen, dass wir begrenzte Energie haben. Gut, da können wir uns jetzt kurz zurückversetzen in unsere Kindheit, wann die Energie erschöpft war. Also bei 3000 Teile war dann zwischendurch auch ein Energiedefizit. Aber das sind hauptsächlich die Punkte, die wir haben. Was wir nicht haben, was wir auf dem Mars auch haben werden, ist Informationsknappheit. Und da muss ich jetzt leider sagen, Lego ist der Prototyp der idealen Informationsbereitstellung zum Bauen. Das ist eigentlich die Blaupause auch für die Industrie. Besser geht's nicht. Das können wir also rausziehen. Was aber wichtig ist, wir werden auf dem Mars denken dürfen, einen Neustart unserer Produktionslogik. Ja, vor 125 Jahren, wer sich zurückversetzt, es gibt von Henry Ford den berühmten Satz, Sie können das Auto in jeder Farbe haben, solange es schwarz ist. Und gucken Sie an, wo wir heute sind. Und natürlich brauchen wir die Farben alle nicht. Ja, Sinn von Lack auf Autos ist Korrosionsschutz. Das müsste nicht mal glänzend sein. Das müsste nicht mal ebenmäßig sein. Ebenmäßig, für Aerodynamik. Okay, hat einen technischen Grund. Farbe? Die könnten alle pink sein. Gut, wäre auch nicht schön. Auf dem Mars haben wir die Freiheit, uns von all unseren Wohlstandswünschen zu befreien, weil auf dem Mars wird niemand mit uns diskutieren, ob dieses Auto schön ist, ob das Spaltmaß richtig ist, sondern die werden sagen, funktioniert, funktioniert nicht. Wie lange funktioniert es? Ja, funktioniert erstmal. Und wenn wir das können, können wir zurück auf die Erde gehen und können überlegen, so jetzt haben wir Methoden gelernt, wie könnten wir denn unsere Logik verändern? Zum einen, wie verändern sich Menschen mit der Fragestellung, was brauche ich wirklich? Und ich rede nicht von Verzicht, ich rede nicht von total hässlich, sondern ich rede davon, die 125 Jahre, die wir hinter uns haben, nochmal neu zu denken, mit dem Wissen von heute, mit all den Methoden, die wir haben, mit all den digitalen Überlegungen. Und nochmal neu zu starten und zu sagen, okay, jetzt lass uns mal andere Randbedingungen nehmen. Und Randbedingungen sind, Energie ist knapp. Und wir werden genug Energie haben, aber jene Energie hat einen Preis. Ressourcen sind knapp. Wenn wir es ernst meinen, wollen wir nichts mehr aus der Erde holen. Dann müssen wir mit dem leben, was wir jetzt schon im Umlauf haben. Wir haben einen extremen Fachkräftemangel. Heute in den Industrienationen, aber man kann sehen, das schwappt schon rüber. Ja? Und wir werden nie genug Informationen haben. Und Informationen, die wir haben, haben übrigens einen extrem hohen Energiepreis. Das Internet ist, weiß nicht, die neueste Zahl, glaube ich, jetzt schon die 4. oder 5. größte Volkswirtschaft im Energieverbrauch. Okay, das meiste davon ist Streaming, also können wir alle extrem beitragen, wenn wir das weglassen. Aber auch industriell, alle KI, Energiefresser ohne Ende. Das heißt, wir werden uns immer überlegen müssen, wie wir mit ganz wenig Informationen möglichst viel bewegen können. Und auch die Frage stellen, ne, wir speichern alle Millionen von Fotos, anstatt sie durchzusortieren und die 10 schönsten aufzubewahren. Und industriell und forschungstechnisch machen wir natürlich genau das Gleiche. Man weiß ja nie, ob man es vielleicht nicht doch noch mal braucht. Und da werden wir drüber nachdenken müssen. Und das ist das, was wir auf dem Mars angehen wollen, mit der Freiheit, dass auf dem Mars wir nicht verhandeln können, ob das da ist oder ob man ein bisschen mehr haben kann. Es ist nicht da. Punkt. Vielen Dank. Dankeschön.